Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Nippon, my first trip to Japan. Hier 93 Stufe. Wir haben unseren ersten Tag jetzt in Japan offiziell begonnen und nun wollen uns hier Makoto oder Kira hier rumführen und wir können unseren ersten Ort aussuchen. Mal sehen. Akihabara, Asakusa, Ginza, Ikebukuro, Shibuya, Shinjuku. Was wäre denn ein interessanter Ort? Also das eine sieht aus hier wie... Ach, hier kann ich es auch ausfinden. Das ist hier großes Gebäude. Wisst ihr was, so ein typischer Tempel. Das wäre doch mal was. So für den Anfang. Asakusa, dann gehen wir dahin. So. I think I want to go here. That's a good choice. It has a lot of examples of traditional Japanese culture. Traditional Japanese culture? Yes, I'll be taking you around today. I see, thank you. We'll be heading out right after breakfast, so be prepared. Prepare for trouble and make it double. Sure, got it. Traditional Japanese culture, hä? Wie oft willst du es noch sagen? 3-mal! Glaubst du es langsam? What kind of place could it be? This should be fun. Na gut, man hat auf dem Plan gesehen, das ist so eine Art Tempel. Itakimasu. Japanese ritual phrase used when leaving the house. Aha. Das heißt wahrscheinlich so viel wie auf Wiedersehen, oder? Itakimasu. Iterashai. Japanese ritual phrase used when seeing someone off. Bis bald. Heißt es wahrscheinlich so viel. Ja. Deshalb wäre das sowas auch für mich. Die haben alle so diese vielen kleinen Rituale. Und ich habe ja gesagt, ich bin ein Gewohnheitstier. Ich bin ein Gewohnheitsmensch. Und wenn ich wüsste, hey, ich soll mir das merken, soll das immer wieder mal, kann das dann immer wieder einsetzen. Oder es pflegt und gehört sich das zu machen, hätte ich wohl keine Probleme mit. Hey, Makoto. What is it? So, could you tell me where we're going already? I don't know. I wonder if I should. Come on, why not? Just tell me. Oh, if you insist. Here I tell you. Today we're going to... Where? Dam, da. Trommelwirbel! Asakusa. Moment mal, das wusste ich doch. Ich habe das doch auf der Karte ausgewählt. Oh, Asakusa. Jetzt erinnere ich mich. Das ist nicht, was ich ausgewählt habe. Oh, you know it? I saw it in a guidebook. It's a peasant town that keeps up the atmosphere of the good old days. Peasant town, also normale Bürger. Aha. That's right, it's hard to explain in English, but in Japanese it's known as the Shitamachi. Literally low town, also die untere Stadt. The coastal area occupied by peasants and merchants. The nobles lived in the highlands in the area known as Yamanote. Also, dieser Ort war dann von den normalen Bürgern und von den Händlern. Und die Adligen, die waren halt in den Hochlanden, ja. Die waren sehr weiter oben. Die haben hier Leitern und Treppen und alles gebraucht, um überhaupt hochzukommen. Wow, Shitamachi. Hä? You'll understand when you see it. Hyakubun wa iken ni shikasu, as they say. Ein Wunder, dass ich das überhaupt vorlesen konnte. Was heißt das? Hyakubun wa iken ni shikasu? It's a Japanese proverb. It means that seeing something for yourself gives you a better impression of it than any description could provide. Also auf Deutsch gesagt, du musst es mit eigenen Augen gesehen haben. In English, I think it would translate to seeing is believing, maybe. Oh yes, I see. Glaubst du es aber auch? Anyway, shall we be off? Sure. Am McDonald's vorbei. Let's see, I'll need my Suica, Gesundheit, to board the train. Here we go. I've still got plenty of money on it, so I'll just hold it up to the terminal. Okay. Hey, nice job. Ich hab dazu gelernt. Ich bin ein guter Nudelsternschüler. This is so nice. I don't even have to check the price of the ticket each time. I know, right?
Alright, with this I've completely mastered the trains of Tokyo. Bist du dir da sicher? Aber nie, dass du dich hier auf einmal auf die Kleine stellst und sagst, halt, ich bin der Meister. So I thought. We have to get off here. Also, das sagt sie, we have to get off here. What? Because we'll be taking the Yamanote line. Yamanote line? Named after the Yamanote region, it's one of the most popular train lines in Japan. It runs in a loop, stopping at some of the most popular stops in Tokyo. Du musst aussteigen! Yamanote? Yeah, you don't want that side. You want this side. Was? Meine Schokoladenseite? Oder Vanilla? Hä? Now we're transferring to the subway. Wait a minute. Deshalb lagen wir auf dem Rücken. Wir wurden vom Zug überrollt, hä? Are you okay? Yeah. As I told you, Tokyo has many train lines and they join together in complicated ways. Even native Tokyoites get confused. Was du nicht sagst. If you're ever riding by yourself, make sure to plan your route beforehand. Oh Gott. Deshalb und aus dem Grund würde ich in Japan nicht überleben, da ich schon in Deutschland Probleme habe, hier die richtige Zuglinie und alles zu finden. Also stellt euch mich da in Japan vor, ich würde irgendwo zusammengekauert liegen. Und ja. Und die Leute, die würden wahrscheinlich hier, weil sie selber ihren Zug kriegen müssen, würden mich einfach liegen lassen. Ja. Goodbye, lieber Jobo. War schön mit dir. There should be plenty of English rail maps online, so make sure you make good use of them. That was insane. It was ridiculous to think I could master this in one day. It's nice that they have monitors on the trains that tell you the next station. And the announcement were very clear, but I'm not sure I'll ever get used to this. Das haben wir zwar auch in Deutschland dass das ja angekündigt wird und mit dem Bildschirm, aber trotzdem. Wenn man einschläft, hat man ein Problem. Einmal wäre ich sogar beinahe zurückgefahren, als ich auf dem Weg zur Schule war. Das ist dann immer also während meiner Ausbildung war ich dann immer mit dem Zug gefahren und habe ich ja noch ein bisschen hier. Und dann blieb der Zug stehen. Wäre ich da nicht aufgewacht, ich wäre wahrscheinlich wieder zurückgefahren irgendwann. Plus. Einmal speichern. What's wrong? Nothing, I was just wondering, is there a festival today or something? Nee, ist normaler Alltag. A festival? Why? There's just so many people around, I just got to wondering. Oh, I see, I'm sorry to tell you, but it's not a festival day today. Nicht heute, aber morgen. What? Then you're saying... Yes, some stations are more chaotic than others. But this is business as usual for a large station. I see. Are you surprised? Ich bin schön überwältigt, ja. A little. A lot, actually. I should probably warn you, the big stations can get even more crowded than this. Anyway, the next stop is ours. We're almost there. Sure. Tokyo can be a terrifying place. Und nicht nur, wenn die Rieseneidechse vorbeikommt. Hey, here we are. This is... Oh. Wow, it's really Asakusa. That's right. Asakusa is a town that recalls Japan's nostalgic traditions. Und Riesenlaternen. Oder ist die einfach nur weiter vorne? 3D-mäßig, ja? This is Asakusa. It's not quite like any place in Japan I've seen yet. I don't know why. The street is so alive with tourists from everywhere, local and foreign. And beneath it all, there's a strange sort of atmosphere, like a deeply felt yearning. The yearning for history! Und leckere Sachen. Hey, do you know about the Edo period? Edo period? Also irgend so eine Zeitspanne, aha. Yes, almost 200 years ago. Well, put simply, it's the era of the samurai. Oh, I know samurai. This place, Asakusa, was a flourishing town during the era of the samurai. Wow. Und das war 200 Jahre vor 200 Jahren.
Also wenn das Spiel, glaube ich, 2000 oder so rauskam, war das ja 1800. Gar nicht. Also im Vergleich zu anderen Sachen gar nicht so weit entfernt. They're all gone now, but back in the day there were theaters lined up and down the streets like Broadway. There were also what we'll call adult activity houses. Brotels. Ja, gut. And various entertainments. It was a thriving pleasure quarter. Betonung auf Pleasure, Vergnügen. In fact, it was so popular that it was called one of the 3 worst places in Edo in the day. Einer der 3 schlimmsten Orte. Was waren denn die anderen 2? I see. A pleasure quarter. Hehe. What is it? Why are you laughing? Hab ich was in meinem Gesicht? Der dümmliche Ausdruck, der ist angeboren. Nothing. I just noticed your expression suddenly changed when you heard the words pleasure quarter. What? No way. I don't have any interest in. It's just a joke. Oh, just a joke. Don't scare me like that. Wag es nicht mich so hinter schlechter fahren. Ansonsten könnte ich sehr unangenehm werden. But when you deny it so vehemently, it's like you're admitting it's true. Richtig, das sage ich mir auch immer, wenn jemand so dermaßen sagt, nö, das stimmt nicht, dann ist vielleicht doch was Wahres dran. Ja, jeder denkt es irgendwann mal. Jeder. Und auch jede. Ja? Ach. I think she's making fun of me. Anyway, hey Makoto, what's that big round thing hanging from the gate? Oh, that's a kuchin. It's a large-scale version of the old-time lanterns. The word written on it is Kaminarimon. Kaminari ist doch der Blitz, oder? It means something like Gate of Thunder in English. Aha. Ach genau, stimmt. Das kenne ich sogar von Naruto. Da gibt es Rashomon. Das ist dann das Dämonentor. Und Kaminari ist dann Donner oder Blitz. Das Blitztor. Wird mit der elektrisch aufgeladen und dann kann man hier Fitzel machen. Das ist bei mir, ich arbeite ja im Kindergarten, das sind diese typischen Plastikrutschen auf der Terrasse und die können sich so aufladen und dann hier einmal beim Kind Fitz. Da kann man manchmal so einen Schlag abbekommen. Danach ist man aber wach. Hey, was obst du? That's pretty metal. Now that you mention it, it really is. So why does it have Kaminarimon written on it? Well, have a look at either end of the gate. Der Donnergott, hä? Wooden statues. Right, those are the gate's guardians. Fujin und Raijin. Der Raijin, das ist der Blitzgott und Fujin ist der Windgott. Daher Donner. Donnergewitter. There's a god of wind and the god of thunder, so... Note, the Rai in Raijin is another reading for the character used to read Kaminari. Both mean thunder. Das ist die Sache in Japanisch. Da haben einzelne Wörter viele Bedeutungen. Viele Bedeutungen, viele Wörter. Also, dass man manchmal kann ein Satz das bedeuten, der kann aber auch das bedeuten, da kommt man wirklich durcheinander. Besonders in welcher Schriftart, welche Zeichen man benutzt. Und das zu lernen, das ist sicher anstrengend. And then why is the gate named after just thunder? What about the god of wind? Right, the truth is the gate's proper name is Furaijinmon, Gate of the gods of wind and thunder. It's written probably on the other side. I see. Anyway, as long as we're here, do you want to go inside? Sure. Tore sind zum Durchlaufen da, gell? Manchmal sind Tore aber auch zum Schießen da. Wow, what a busy commercial district. Das erinnert mich an die Michaelismesse. Ja. Da sind dann auch so viele Stände nebeneinander, das ist zwar nicht überdacht, aber die sind auch so eine schöne Reihe dann. Von links und rechts kann man allerlei Stände sehen, ob nur was zum Essen oder Haushaltswaren oder Spielzeuge, irgend sowas und so. Das erinnert mich daran nach. Schöner Anblick. It's not a commercial district at all. We're on the ground of the Sensorichi Temple. What? We're inside a temple?
But there are so many shops, it looks like just like a shopping street. I think that comes from the old days, when people came from far and wide to visit these big temples. Refreshment stands and souvenir shops started to spring up to cater to those determined travelers, and it evolved into this. Also es hat angefangen mit Erfrischungsmaßnahmen. Hier, wollen Sie was trinken, wollen Sie was essen, wollen Sie ein kleines Souvenir haben? Und dann haben sie gemerkt, hey, die Leute kommen, die bezahlen Geld, dann machen wir doch ein paar mehr Stände auf. So hat eigentlich jeder Markt begonnen. Und so haben sich dann irgendwann auch Dörfer entwickelt. Oder halt hier dieser District. Naja. Die Evolution ist eine faszinierende Sache. Wow, I never knew there were shops on the grounds of temples. That's amazing. Naja, nur durch Opfergaben können die wahrscheinlich hier nicht genug Geld verdienen, um die aufrechtzuerhalten, hä? Still, the selection is amazing. I see things like souvenirs, what looks like toys, even wigs, kimono and all kinds of food. As long as we're here, do you want to get something to eat? Let's see, how about those? Hä? Was? Excuse me, I'd like 2 of these. Was hat sie geholt? Here you are. What is this? It's called Ninguyaki. It's an Asakusa specialty. Wow. This is a snack, I guess? It's shaped like a person's face. They just tried it, so it's still hot. Eat up? Sure, okay. Itagatimasu. Wow! It's so sweet! Hey, what's this sweet dark stuff inside? Oh, that's called Anko. It's made from a bean called Azuki that's been boiled and sweetened. Ach, das sind also so kleine Teigtaschen, die frittiert sind und die sind mit einer Bohnenpaste gefüllt. Aber süße Bohnen. Oh. Und da krieg ich ja gleich Hunger. A bean, hä? Wow. Do you like it? Yeah, it's sweet and delicious. Und ich rede nicht nur über dich. Ha! This is amazing. You could kill hours just at the shops alone. Ja, oder bis dir das Geld ausgeht. Here we are. This is Sensuchi. Da, das eine isst du viel. This is... They say the temple first began operation 1,400 years ago. But the main building itself only dates back 400 years. Moment, der Tempel selber ist hat vor 1400 Jahren begonnen zu existieren. Aber das Hauptgebäude erst vor 400 Jahren. Aha. Ich wollte gerade sagen, ist das irgendwie zerstört worden. It burned down several times because of earthquakes and wars, so. The current main hall is only about 50 years old. Also, vielleicht habt ihr euch da einen ungünstigen Punkt ausgesucht, um das zu bauen, wenn das Dorf durch Erdbeben zerstört wird. Na gut, aber auch der Krieg. Für den Krieg können sie ja nichts, hä? I see. I guess you can't help a wooden structure catching fire. But it's a shame something so old had to be lost because of a war. Look at that. Do you see that big incense burner over there? Wer, was? Ach, das. Ne, das habe ich von hier aus nicht gesehen. Oh, wow, yeah. Smoke is rising out of it. They say that if you burn an incense stick in it and let the smoke wash over you, you'll be cleansed of the darkness inside you. Kann ich vielleicht mal 5 Stück davon haben? In mir ist eine Dunkelheit. Die kann ich nicht bändigen. Die muss raus. Und dann ist hier ein neutrales Chaos unterwegs. Wow, so it's like a magical charm? A bit. This smells like a ward against evil. Denkt sich Evil, ach, das stinkt, ich bin raus hier. Such meinen anderen Körper. As long as we're here, do you want to try? Sure. Okay, light the incense stick. Then lean over the rising smoke. Okay, it does make me feel a little better. Das ist ja gut, Stoff. It's very simple. Auf einmal. Das ist richtig gut, Stoff. Anyway, shall we visit the temple? When worshipping at a temple, there's a ritual you have to follow. First the Chosu. Wie? War das mit der Glocke läuten und dann... Oder irgend sowas? War das? Shuzu?
Do you see the little stall where the water is flowing? You purify your hands with that, and it's called chuzu. Ah, you mean I'll be washing my hands? I'll be washing my hands, basically. That's right, give it a try. Take the ladle in your right hand and wash your left, then change hands and wash your right. Change hands again. Keep a little water in your left hand and brush it lightly against your lips. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wenn ich einen falschen Schritt mache, dann werde ich hier böse angeschaut. Wash your left hand one more time, then hold it so the water pours over the handle of the ladle. And you're done. Simple, huh? Give it a try. Bitte was? Yeah, okay. First wash my left hand, then switch hands into my right, and then swap hands again and wash my left, and then... Is this okay? Yes, you did very well for your first try. With your hands washed, you're ready to worship. First stand in front of the Buddha and throw an offering of money into the wooden box. Genau das mit Bing, der mit der Münze. You can give as much or as little money as you like. Okay. Sehr. Then last, Glocke läuten oder Ding, Ding, Ding. Also, genau, und das. I know, I clap my hands twice, right? Wow, you know your stuff. Das ist ein bisschen was ich im Anime gesehen habe, ja. Aber ich kenne das auch irgendwie mit so einer Glocke läuten und dann... Aber vorher, Bing, Münze rein. I sure do. That lets the god knows you're there and asks them to cleanse you of evil. I've seen it before in anime. Ja, das habe ich auch. Das ist auch meine Quelle. But unfortunately, that's how you pay tribute at shrines. You know, honoring the Japanese gods. Oh, das hat also so tut man hier Tribut zollen, aber das hat nichts mit dem Tempel zu tun. Aha. This place is a temple, a Buddhist place of worship. There's a different method to it. Ah, I see. And here I thought I was being so clever. I guess I failed. Mission failed, we get her next time. When worshipping at a temple, you just put your hands together and pray to the Buddha. That's all. Okay, also einfach nur beten. Okay. Kann man sich ein bisschen merken. Put my hands together. Okay. I hope my stay in Japan will be full of amazing memories. Da musst du selber dafür sorgen. Why don't we stroll around the area for a little while? Quick save? So. Sure. After that, Makoto led me around the town of Asakusa. We saw lots of temples and small amusement parks. Vergnügungsparks auch, was die nicht alles haben. And all kinds of interesting things. Well, this was just a rough tour, but I hope you got an idea of what Asakusa is like. Absolutely, that was really fun. Good, but if you want to know more about the city of Asakusa... There, do you see that small carriage-like vehicle over there? Wer, wo, was? Yeah, it's a pretty funny-looking vehicle. That's the Jinrikisha. It's pulled by people. Ach, das sind diese kleinen Wegen, wo eine Person vorne sitzt und der andere hinten und dann, also vorne steht und dann läuft und dann zieht er die. Ah, it was a very popular form of transportation about 100 years ago. Rin-ikisha, the word rickshaw, is derived from this term, which literally means human-powered vehicle. You can ride in it and get a very detailed explanation of the town while you travel around. What do you think? Do you want a ride? There are a lot of things I want to try, but I think I'll pass. Really? We can do it if you want to. It's fine, your explanations were more than enough for me. Hey, well then, I'm glad I came along with you. Sie hat erst gedacht, warum nicht? Habe ich hier irgendwas falsch gesagt? Nein, sie hat super alles erklärt. Also warum soll ich hier mich noch rumkuschieren lassen? Kann ich hier dem Mann ein bisschen hier Arbeit ersparen. Now, where shall we go next? Do you want to go somewhere to eat? I'm starving. Oh ja, da sagst du was, Bruder. Schon wieder leer. Oh sure, it's about time for lunch, isn't it? But, I wonder what we should eat. That reminds me, I noticed it when we were walking around, but Japan really has a lot of restaurants, doesn't it? Für jeden Geschmack was dabei, huh? That's true, now that you mention it.
A lot of them are cheap chain restaurants, so you can really get by in Japan on the cheap if you go to them often. Also es gibt viele billige Restaurants. Gut, das kenne ich ja auch in Deutschland. Es gibt ja viele, in diesen Einkaufsstraßen gibt es ja viele kleine Restaurants, McDonald's oder was auch immer, wo man halt einfach so sich was zum Essen für einen kleinen Hunger holen kann. Aber es gibt auch einige größere Restaurants, halt feine Restaurants. Wenn man halt wahrscheinlich ein bisschen mehr Zaster in der Tasche hat. Ja. Darüber habe ich auch schon mal ein Podcast-Video gemacht. Manche essen einfach nur, um zu leben, andere essen, um es zu genießen. Und japanisches Essen, das soll gut schmecken, soll man aber auch genießen. And the storefronts all have realistic wax models of the food to provide elaborate samples. Oh, man hat also auch gesehen, wie es aussehen würde. Cool. I heard Japanese people are obsessed with food, but I guess it's true. So, is there anything you have a taste for? Anything I have a taste for? Anything cheap, I want to eat noodles. Oh, ja. So eine typische japanische Ramen-Nudelsuppe. Das wäre was. Sowas wie bei Naruto, besonders mit Fleisch und so weiter. Sowas würde ich gern probieren. Also, her damit. Noodles. I know. Let's go to the store. What store? Where exactly are we going? That's... Eine Überraschung. Oh, was ist das denn? Soba? Ah, davon habe ich gehört. Also kein Ramen, sondern... Was ist Soba genau? Soba ist irgendwie dann mit so Nudeln mit Soße drüber, oder? That's right, eat up. I'm looking at a very simple dish. Piled high with some kind of pasta. How are we supposed to eat this? Do you see the small bowl filled with broth? Die Brühe, okay. Yeah, it's almost like a little cup. Dips the noodles into it, then eat them. The key is to slurp them loudly. I know it's considered rude in other countries, but noisily slurping is the iki way to eat soba. Iki way heißt so wie der richtige Weg? Iki? Stylish is the word more or less. Maybe not, maybe cool is the right word for it. Aha, also dich ist cool, dich ist angesagt. Und man sagt damit ja, glaube ich, auch, oh, es schmeckt mir gut. It's cool to slurp your pasta? Japan is a total enigma. Huh? What's in this little dish? It's called yakumi. It's like a seasoning. You can add as much as in as you want. Wow, well, as long as it's here, I'll put it all in. Ah, wahrscheinlich ist es scharf, oder? Here goes. Itagatimasu. Now slurp it nice. And loud. Yeah! I knew it. What is this stuff? I feel like it's just blowing my sinuses out. Ich habe keinen Schnupfen mehr. Ich habe auch keine Nase mehr. It's wasabi. Wasabi? Yes, it was in the yakumi you just added. The green pasta stuff. Ow. It's called wasabi and it's even stronger than horseradish. If you put too much in it, it will really blow your sinuses out. I see. Ah. Huh? Some Otsuyu splashed on your face. I'll rub it off. Just look over here. Ich bin ein bisschen lightheaded. Ich glaube, ich habe zu viel jetzt hier geröchelt. Otsuyu, the proper name for soba dipping broth. Made from fish stalks, soy sauce and mirin. Nee, ist gerade ein bisschen schwummerig. Moment. Okay. Voller Körpereinsatz. Damit ihr das auch gut euch vorstellen könnt. Macht's nicht zu Hause nach, Kinder. There you go. I just ordered some Otsuyu for you. Sure, thanks. Makoto is so nice. The price of soba seems to vary a lot depending on the store. I think I saw it for 350 yen in some fast food places around the station, but eating it in a proper restaurant is more like 700.
I'm sure the difference is reflected in the flavor. Und in der Art und Weise, wie es die Nase freikriegt. Phew, that was a good meal. Okay then, next up. Wait, Makoto. Huh? What is it? What is that? What is what? That thing is over there. Wie, wer, was? That giant tower. Oh, that's called the Tokyo Sky Tree. Tokyo Sky Tree? Ist das sowas wie ein Aussichtsturm, oder? Yes, it's a broadcast tower that provides digital signals for all of Tokyo. Achso, ein Signalturm. Gut. That's a broadcast tower? Yes, until recently Tokyo Tower played that role. But now there are so many tall buildings in Tokyo that they interfere with the broadcast waves. Die hatten so viele Türme, dass die miteinander nicht klargekommen sind. Aha. The Sky Tree is supposed to remedy that, so it's still under construction. Ach so, das soll sozusagen einen Ausgleich haben, dass die Signalwellen nicht so durcheinander kommen, aber es ist noch in der Aufbauphase. Wait a minute, that thing's not even finished yet? That's right, when it's finished, it will be 634 meters tall, the tallest broadcast tower in the world. As man-made structure go, it will only rank second after the Burj Khalifa in Dubai. The second tallest building in the world. Ich glaube, nach der Aufnahme muss ich schauen, ob der schon fertig ist oder nicht. And it's right next to Asakusa. It is strange, isn't it, to have such a modern structure visible amidst these traditional buildings? No kidding. Das ist ja der Kontrast, die Zukunft und die Vergangenheit. But maybe that's what makes Japan special. Ja, wo die zwei Zeitlinien aufeinandertreffen. Echt, diese Vorstellung von Wasabi hat mir wirklich meine Nase geöffnet. Es hat mir meine Augen und meine Nase geöffnet. Ich rieche und ich rieche die Zukunft. Vielleicht doch nicht so ganz. The other broadcast tower, Tokyo Tower, is a popular sightseeing spot in the city. We should go there too if we have time. Maybe so. So, ist jetzt der Tag vorbei oder kommt da jetzt noch was? Well, that makes a full day of sightseeing. Makoto Misaki's Tokyo tour will now be coming to an end. This is our last sightseeing spot? Yes, now, here's the question. What kind of place do you think this is? What could it be? It just seems like your average everyday building. Das könnte eine Art... Irgendwas Altes, vielleicht so eine alte Bahnstation? Let's see. Judging from the shape and size, it looks like a gymnasium. Oh, so close. Ein Museum? It's called the Ryogoku Kokugikan. It's the promised land of Ozumo. Sumo? You mean like sumo wrestling? Oh. Yes, I think that's right. Sumo has a long history. Some people say it goes back at least 2000 years. 2000 years? Und das ist ja dieser Kampf, kann man sagen Kampfsport? Also es sind ja hier zwei Gegner, die versuchen, sich aus dem Ring zu schieben oder schmeißen oder wie auch immer. Einfach, dass der Gegner den Ring verlässt. Ja? Eine Art, kann man eigentlich sagen, eine Art Kampfsport, oder? Wobei da nicht wirklich Kämpfen dabei ist, sondern mehr der richtige Körpereinsatz, wie bei Karate oder Judo. Yes, long ago it was a ritual to honor the gods. Ach so, man hat damit früher die Götter hier Tribut gezollt, geehrt. Aha. Wow. Have you seen it? They clap their hands in the ring and stomp their feet. It's all ritual carried over from ancient times. Yeah, I've seen that on TV. I see. I did always wonder why they moved in such a strange way. It's nice to know the reason why. Sumo wrestlers are known as rikishi. Sumo competitions between professional rikishi is called usumo. 6 usumo competitions take place every year. 3 of them are held here at the Ryogoku Gokugikan.
Es gibt da so eine Yu-Gi-Oh!-Karte, die klingt so ähnlich, hat aber wahrscheinlich nichts damit zu tun. Es klingt nur groß und wichtig. Also es werden 6 von diesen Turnieren abgehalten. Und 3 jedes Jahr. Und 3 davon werden in dieser speziellen Halle durchgeführt. Deshalb sieht auch ein bisschen hier älter und deshalb die ist wohl schon ein bisschen älter und ein bisschen länger in Benutzung, hä? 3? You mean half of them? That's right. The Ozumo at the Gokugikan take place in January, May and September. And they last for 2 weeks. If you want to come, it's best to buy tickets in advance on the internet or at a travel agency. Too bad it's not going on while I'm here. Das heißt, es ist wahrscheinlich mehr August oder Juli, also oder in einer der anderen Monate, wo er hier unterwegs ist. But if I come back again, I'll make sure to check it out. Oh, and right next to the Gokugikan is the Edo Tokyo Museum. It teaches people about the history of Tokyo. Ach, da ist das Museum. Das hätte ich nämlich gedacht, dass es vielleicht ein Museum ist. Do you want to go in and learn a bit about how Tokyo evolved since the area of the samurai? Sure, as long as we're here, let's do it. Wow, the Edo Tokyo Museum was really fun. Nur leider, schade, dass wir es nicht gesehen haben, hä? Seeing Tokyo nowadays, it's hard to imagine it looked like that 200 years ago. I really learned a lot. Schön für dich. So did I. To tell you the truth, that's the first time I've been to that museum myself. What? Really? It's true, unfortunately. But this was a good opportunity to go. There's a lot of things I only had general knowledge of, so it was educational for me too. I see. Yes, being with you today reminds me of how much we have to learn about our own country. Thank you, Chovo. I didn't do anything, but thank you for saying so. Hey Makoto, look at that. Who's that walking towards us? Oh my, it's an Ozumo-san. A sumo wrestler. That's amazing. Seht euch die Speckröllchen an. I've never seen one close up before. Er kommt ja immer näher und näher und näher. Boom. Au. Bisschen schon nah, Kumpel. He's not just a big guy, he's got this amazing presence. That's it. He's got presence. Natürlich, nicht nur Fett. Präsenz. He's gone. Ich habe nichts gesehen. Hat sich wahrscheinlich so seitlich bewegt. Da ist er unsichtbar. There are a lot of sumo staples around here, so I guess it's really not uncommon to see an Ozumo-san walking around. Yeah, they're really impressive. That was a nice unexpected treat, but I think we'd better bring today's sightseeing to an end and head back home. Sure. Ja, so langsam muss ich nämlich den Part auch wieder beenden. With no more sightseeing to do, we headed home. It was a day of unforgettable experiences, and I thought I would be able to head home in peace, but... this is unbearable. Das Wasabi, die Rache des Wasabi, hä? What the hell is this? Why are so many people in this train car? Please try to bear it a little while longer. Right. I wish I could, but I'm seriously going to get squished here. Help! Ganz normaler Körperkontakt, mein Lieber. Ugh, I thought I was a goner there for a minute. Phew. Hey Makoto, are we in... Tokyo's famous evening rush, yes. Evening rush. Rush hour, ja. So you're saying Japanese people do this every day when coming home from work? When work and school end, everyone goes home at about the same time. A lot of people have to ride the train, so what can you do? What can we do? I can't believe people are just okay with this. It's a living, that is life. That's right, to prevent certain strange crimes that happen during rush hour. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich an das, was ich denke. Und ich denke an was ihr denkt, was ich denke. There's a system in place to allow for women-only cars. If a man gets on them by mistake, he'll get lots of glares. I see. But I guess anyone who
who would do that deserves whatever they get. I better not do that. Anyway, in the future I'll try to make sure we don't ride the trains during rush hour. Keine Ahnung, ob man das vermeiden lassen kann, Kumpel. Ach, sie singt, sie kocht. Kann sie eigentlich noch besser werden? La la la. Wow. La 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 la. Oh my, you seem so enraptured with Akira. Hä? No way, that's not true. Hat sie mich durchschaut? Ja, hat sie. It's the first time I've watched her cook. She seems so at ease with it. Oh, I see. Akira makes dinner like that every day. Every day? Yes, our parents are always busy with work and they get home late. Once we were old enough, Akira started cooking every day. I see. Yesterday I was surprised to hear Akira was such a good cook. But now that I see her in action, it seems completely natural. Maybe Akira is more feminine than I thought. Was soll das heißen? Hä? Tomboy-mäßig dachtest du, ist die Traum oder was? Die ist doch noch besser! But why just Akira? Also, da sagt er. But why just Akira? As the older sister, wouldn't it be your responsibility to do the cooking? Well, lass mich raten, du kannst nicht kochen. As you suggest, I did attempt it at first, but... But? Akira said she didn't want to leave it all to me. That's... Come on, it's not like it matters. Now, let's see what's on TV. Oh ja, gleich das Thema gewechselt, hä? What? That's strange. I thought we had some left. What's wrong, Akira? The ingredients for dinner. I didn't buy any since I figured we had enough in the fridge, but it looks like I was wrong. What should I do? I can't finish without it, but it'll lack for taste a little. Do you want me to pick some up? I think so. Do you mind? Not at all. Wait, you're going shopping now? Well, yes. By yourself? Yes. Why? Are you crazy? That's dangerous. What? Come on, it's dark out there. It's dangerous for a girl to walk around alone at this time of night. Don't be silly. It's not dangerous at all. Yes, it is. I'll go instead. Do you even know where to go or what to buy? Well, Akira could tell me. Do you know Oach? And then I need some kamaboko. Oach? Thinly sliced deep-fried tofu, often used in soups or as wrappers for sushi rice. Kamaboko, a firm cake made from fish, are usually sliced and placed in soups. Aha, du machst eine Nudelsuppe. That's why I was going to go. Then I'll go with you. That will solve the problem, right? I suppose so. Well, let's do that then. I have no reason to refuse. That then. Don't worry, I'll keep you safe. Thank you, you're very reliable. And if anything goes wrong, I'll protect you. I'll be your shield. Weil der aber auch denkt, dass immer das Schlimmes passiert, oder was? Gut, meine Damen und Herren. Ich denke, hier ist ein guter Punkt, diesen Part zu beenden. Machen wir es einfach mal ein bisschen spannender. Es ist das Ende der Abend des ersten Tages. Und dann werden wir dann nächstes Mal dann in den nächsten Tag starten und auch noch sehen, was hier passieren wird. Wird ja wirklich ein böser Bube vorbeikommen und wir müssen unseren Mut beweisen? Oder werden wir uns erschrecken und hier die Makoto wird hier mit einem gezielten Handkantenschlag hier den Angreifer hier den Gar ausmachen. Finden wir es gemeinsam heraus in der nächsten Ausgabe von Go Nippon. Und wir sehen uns hoffentlich wieder. Bis dahin sage ich hier dran und ich Chovo. I love Nintendo. Tschüss and goodbye.